مرغ که تور تویی، خسته به منقار مرا. قطره تویی، بحر تویی، لطف تویی، قهر تویی، قند تویی، زهر تویی، بیش میازار مرا. بیش میازار مرا. باد تویی، باد تویی، باد تویی، جام تویی، باد تویی، جام تویی، پخته تویی، خام تویی. خام به مگذار مرا، مگذار مرا، خام به مگذار مرا، مگذار مرا، مگذار مرا، خام به مگذار مرا. Nahtoderfahrung, ein Phänomen, so alt wie das Leben selbst, ein Zustand, in dem eine Person für kurze Zeit ihren physischen Körper verlässt. Und nachdem sie die Welt außerhalb des Körpers wahrgenommen und beobachtet hat, kehrt sie in ihren eigenen Körper zurück. Das sind Reisende, die aus dieser Welt zurückgekehrt sind und Neuigkeiten für uns haben. Aber wir fragen nicht und sie erzählen nicht, und jetzt ist die Zeit, zu sprechen und zuzuhören. Was ist passiert? Lass es mich erklären, es geht zurück zu der Malaria-Geschichte, die ich hatte, als ich in Afrika war. Du warst in Afrika? Ja, es war ungefähr 1999, als ich nach Côte d'Ivoire ging. Und Malaria ist sehr weit verbreitet dort? Ja, es ist ziemlich verbreitet, nichts Ungewöhnliches, aber Malaria ist sehr tödlich, wenn sie unbehandelt bleibt. Aber dort diagnostizieren sie es, und es wird leicht wie eine Erkältung behandelt. Aber wenn man es nicht behandelt, wird es einen zweifellos umbringen. Als ich dort Malaria hatte, wurde ich behandelt, und es war nichts Kompliziertes. Als ich nach Iran zurückkam, sagte mir einer meiner Freunde, dass Malaria im Iran ausgerottet wurde. Falls irgendwelche Malaria-Symptome wieder auftreten, solle ich unbedingt einen bestimmten Arzt aufsuchen. Er ist Spezialist für Tropenkrankheiten und weiß, was zu tun ist. Ich sagte okay. Also kehrte ich nach Iran zurück, und erneut trat das Malariafieber auf. Einige der Medikamente waren im Iran nicht erhältlich, also schickten sie schnell per DHL nach Iran. Und während ich im Krankenhaus war, schien es, als hätte ich etwas Gewicht verloren. Die Dosierung der Medikamente war zu hoch für mich, und das führte zu eine Überdosis. Ja, ich hatte eine Überdosis, und ich erinnere mich, wenn Malaria beginnt zu heilen, gibt es diese Geräusche, die in den Ohren widerhallen. Sobald ich das bemerkte. Wenn es beginnt zu heilen? Ja, wenn es beginnt zu heilen, passiert es so. Ich sagte, ich höre dieses Geräusch, es scheint, als wäre alles in Ordnung, kein Problem. Aber nach einer Weile merkte ich, nein, es war nicht wie zuvor. Es fühlte sich an, als wären keine Venen mehr in meinen Händen. Oder, zum Beispiel, ich konnte nicht mehr sprechen, es traten einige Störungen auf. In diesem Moment alarmierten meine Verwandten die Ärzte und Krankenschwestern. Sie kamen und schlossen mich an die Maschinen an. Sie sahen, dass es schlecht war, also brachten sie mich schnell auf die Intensivstation. Während sie mich im Bett auf die Intensivstation rollten, gab es eine Rampe. Als wir die Rampe hinuntergingen, um auf die Intensivstation zu gelangen, verließ ich plötzlich meinen Körper. Hast du das miterlebt? Hast du diesen Austritt aus dem Körper gesehen? Ja, aber das Interessante war, dass der Austritt aus dem Körper so war, wie sie es in Filmen mit Spezialeffekten darstellen.
Man sieht Adern, man sieht Blutzellen, man sieht Haare, man sieht Haut, und dann plötzlich sieht man zum Beispiel die Wurzeln im Boden darunter. Dann nehmen Sie eine Weitwinkelaufnahme. So habe ich meinen Körper verlassen, ganz real. Ich konnte die Haut sehen, ich konnte das Blut sehen, ich konnte die Adern sehen, ich konnte all das fühlen. Es war völlig klar, dass ich durch diese Schichten hindurchgegangen bin, aufwärts. Du hast dich in deinem Körper bewegt und ihn dann verlassen? Genau, ich ging nach oben und schwebte darüber. In welcher Höhe? Meiner Meinung nach waren es vielleicht 2 oder 3 Meter, nicht sehr hoch. Vielleicht 3 oder 4 Meter, so etwas in der Art, aber ich schaute nach unten und fühlte mich sehr leicht. Ich hatte keine Angst, ehrlich gesagt, aber ich war erstaunt und fragte mich, was genau da passiert. Ein Gefühl des Staunens. Was ist gerade passiert? Was geht hier vor? Dann sah ich mich selbst, als sie mich wegtrugen. War dieses Gefühl der Leichtigkeit emotionslos, oder war es begleitet von Euphorie oder einem guten Gefühl, oder hast du dich schlecht gefühlt? Nein, es gab überhaupt kein Gefühl von gut oder schlecht. Es war neutral? Ja, es war neutral. Ich habe nur beobachtet, mich gefragt, was da geschah, und ich war sehr überrascht. Ich schaute auf meinen Körper, und meine Überraschung war nicht, dass ich plötzlich schockiert dachte, warum ist das mein Körper, es war nicht so. Es war, als hätte ich ihn erkannt. Akzeptabel? Ja, wie wenn du einen Film schaust. Du folgst einer Serie und fragst dich, was passiert, gehst mit Neugier mit. Du fühlst keine Angst, sondern folgst der Geschichte und denkst, was machen die da, und ich fragte mich, wohin sie mich bringen. Während du aus 2 oder 3 Metern Höhe beobachtet hast, hattest du einen Körper? Hattest du eine Form mit Händen und Füßen? Nein, nicht unbedingt, nicht zu diesem Zeitpunkt. Oder vielleicht sollte ich sagen, auch später glaube ich nicht, dass ich das Gefühl hatte, eine Form oder einen Körper zu haben. Aber meine Wahrnehmungen waren vollständig. Jetzt erzähle ich dir von einigen Teilen, wo man sagen könnte, ich habe sowohl existiert als auch nicht existiert. Während ich da oben war und zuschaute, wie sie mich hineinbrachten, rief plötzlich jemand nach mir. Mit meinem Namen, aber es war kein physischer Klang. Es war wie, wenn du die Stimme eines deiner Freunde hörst, oder wenn du dich an die Stimme deiner Mutter erinnerst, mit ihrem Akzent, Ton und allen vertrauten Merkmalen. Aber es war kein Geräusch, es war wie eine Erinnerung in deinem Kopf, eine Wiederholung von Informationen. Jemand rief mich so, es war kein hörbarer Ton, der meine Ohren erreichte. Es war, als ob jemand Ali Reza sagte und meinen Vornamen benutzte. Und während ich zuschaute, was sie taten, drehte ich meinen Kopf nach links, um zu sehen, was es war. Ich sah, dass ich auf einem Feld war, grün. Gab es eine Verbindung zwischen diesem grünen Raum und dieser Seite, die dein Körper war, oder waren sie getrennt? Schau, du konntest wirklich keine Trennung spüren, und es gab keinen Punkt, keine Linie oder Distanz. Ich meine, sobald ich meinen Kopf drehte, während ich auf dieser Seite sprach, als ich meinen Kopf auf die andere Seite drehte, war ich sofort in einer anderen Umgebung, einfach so. Also verschwand diese Umgebung vollständig? Ja, sie verschwand vollständig. Ich drehte meinen Kopf und sah, oh, so ein Feld. Ein sehr üppiges, wunderschönes Feld, und es gefiel mir wirklich. Der Raum hatte keine Singularität, man kann diese Art von Erfahrung zum Beispiel im Norden spüren. Eine sehr angenehme Feuchtigkeit, mit einem taufrischen Gefühl und Grün, aber es war wirklich seltsam. Denn dort hatte alles eine Identität und war erkennbar. Schau, im Moment betrachten wir eine Masse, zum Beispiel schauen wir uns einen Baum an, ein Baum hat einen Stamm, Äste und viele Blätter, richtig? Wir nennen es eine Blattmasse. Aber dort war es nicht so. Wie unterscheiden wir hier Menschen? Zum Beispiel Herr Hassan, Herr Hossein, Herr Ali und so weiter. Wir klassifizieren sie. Ja. Dort war es so, Blatt Nummer 1, Blatt Nummer 2, Blatt Nummer 3. Unterschiedliche Identitäten? Völlig. Ich brauchte sie zum Beispiel nicht vorgestellt zu bekommen.
Ich kannte sie, und ich konnte sagen, zum Beispiel, das ist ein Blatt, das ist ein anderes Blatt. Das ist ein Grashalm, das ist etwas anderes. Alles war vollkommen erkennbar. Und dann passierte dort etwas sehr Interessantes. Als ich meine Hand auf den Baumstamm oder das Gras legen wollte, wurde meine Hand ein Teil des Baumstamms. Sie wurde ein Teil davon? Ja, als ich meine Hand auf den Baumstamm legte, sah ich, dass meine Hand ein Teil davon geworden war. Erst als ich meine Hand leicht bewegte, konnte ich erkennen, dass es meine Hand war. Also war sie irgendwie durchsichtig auf eine Weise, wirklich klar. Meinst du, deine Hand wurde glasartig? Oder war es so, dass sie nicht gesehen werden konnte, weil sie Teil des Baumes wurde? Genau, sie wurde Teil des Baumes. Interessant war, dass ich, als ich Teil davon wurde, vollständig in den Baum integriert war. Dann war ich ein wenig überrascht und dachte, ist das der Baum? Aber als ich meine Hand bewegte, merkte ich, nein, das bin ich. Ich dachte, okay, das bin ich, aber warum bin ich im Baum? Es war ein solches Gefühl. Zum Beispiel, wenn ich den Tau berührte, wurde ich ein Teil des Taus, oder wenn ich meine Hand auf das Gras legte, wurde ich Teil des Grases. Und dann war das Bewegen dort nicht wie gehen, laufen oder fliegen, schneller oder langsamer werden. Nichts davon existierte. Das beste Beispiel, das ich verwenden kann, ist folgendes: Es ist, als würdest du stehen, die Augen schließen und sie dann plötzlich öffnen. Was siehst du? Zum Beispiel den Gipfel des Damavandberges. Ich musste es nur wollen, und ich war dort. Es war nicht nötig zu denken, okay, ich fange jetzt an zu gehen, oder ich fliege. Nichts davon. Ich wollte es, und ich war dort. Ich wollte es, und ich war hier. Ich wollte es, und ich war neben dem Baum. Ich wollte es, und ich war auf dieser Seite des Feldes. Ich wollte es, und ich war am Fluss. Alles. Bist du gegangen, oder gab es keine Bewegung? Nein, es gab überhaupt keine Bewegung. Also bevor du überhaupt dorthin wolltest, warst du schon dort, und deine Anwesenheit wurde einfach mehr gespürt? Genau, das heißt, ich fühlte, dass ich dort sein sollte, und dann war ich dort. Es gab nichts Zusätzliches, wie sich vorzubereiten, um dorthin zu gehen. Nicht einmal Vorbereitung, es geschah sofort, sobald ich es wollte. Während ich mich umsah und sehr überrascht war, interagierte ich mit den Bäumen und Pflanzen, und es fühlte sich wirklich gut an. Gab es eine Brise? Gab es Luft? Strömte die Luft? Nein, nein, so war es nicht. Aber ehrlich gesagt, du konntest die Moleküle, die Zellen, die Moleküle sehen. Es war wie ein sehr schönes Ineinanderfließen, obwohl es vielleicht etwas schwierig ist, das in normalen Worten zu erklären. Schau, wir können die Luft gerade mit unseren Händen spüren, wenn unsere Hand sich bewegt, oder? Ja, es gibt einen Fluss, es existiert. Aber was wäre, wenn dieser Fluss nicht da wäre? Es ist, als würde man sich vorstellen, in etwas Geleeartigem zu sein, aber es war kein Gelee. Es ist wirklich schwer, genau zu erklären, wie es sich angefühlt hat. Ich war in einem Raum, in dem selbst die Luftmoleküle greifbar und erkennbar waren. Und jedes von ihnen machte sein eigenes Ding, und ich machte meines. Greifbar oder wahrgenommen? Mit greifbar meine ich wahrgenommen, im Sinne, dass ich sie verstand, aber ich stieß nicht mit ihnen zusammen. Sie waren kein Hindernis für mich. Was auch immer ich war, ich konnte mich auf eine Weise mit ihnen verbinden. Wenn es ein Baum war, und ich legte meine Hand darauf, war ich im Baum. Es war nicht so, dass ich es nur mit meinem ganzen Wesen verstand, sondern ich wurde es und verstand es. Ja, ich denke, das beste Wort dafür ist verschmelzen. Ich war mit allem verschmolzen, aber ich hatte trotzdem meine eigene Identität. Du meinst, du hast deine Identität vollständig behalten? Warum? Weil ich mit ihnen durch Wahrnehmung interagierte. Plötzlich begegnete ich etwas, ich hatte das Gefühl, dass dort ein Berg war.
Und dieses Geräusch kam von diesem Berg, von der Spitze des Berges. Ein gewöhnlicher Berg, ein normaler Berg? Ja, ich hatte das Gefühl, dass das Geräusch von dort kam, also musste ich dort sein, und dann war ich dort. Es war so einfach, nichts Kompliziertes. Ich spürte, es war dort, ich musste dort sein, und ich war dort. Ich sah, dass es eine Höhle im Berg gab, und ich fühlte, dass ich in der Höhle sein sollte, und dann war ich in der Höhle. Was ich sage, selbst den Ausdruck, ein Bruchteil einer Sekunde, zu verwenden, wäre ungenau. Selbst zu sagen, ich wollte es, und ich war dort, schafft eine Lücke. Ja, es war nicht einmal so viel. Der Wille und das Ereignis waren eins, der Wille selbst war das Ereignis. Sei, und es ist. Natürlich gehört das in den Bereich des Göttlichen, aber wir können es das Reich des Willens nennen. Ja. Es gibt ein Reich der Schöpfung und ein Reich des Willens. Dies war das Reich des Willens. Wenn er etwas will, sagt er zu ihm, sei, und es ist. Es ging nicht ums Werden, sondern ums Sein. Sei und es ist. Ja, dann sah ich dort eine Höhle, und ich war in der Höhle. In der Höhle gab es eine Lichtsäule, wie Baumstämme. Und, zum Beispiel würde ich sagen, vielleicht müssten 10 Menschen sich an den Händen halten, um sie zu umschließen. Der Vorhang, den sie hier geschlossen haben, ich denke, er sieht genau so aus. War es ungefähr so groß wie dieser Kreis, den wir jetzt haben? Ja, fast, nur ein bisschen größer. Also sind wir jetzt in demselben Ding? Ja, fast. Als ich von außen schaute, sah ich eine Säule. Als ich näher kam, um zu sehen, was es war, war es sehr interessant, wie ein Wasserfall. Stell dir einen riesigen Wasserfall vor, mit dieser Art von Dicke, der nach oben wie ein Brunnen floss. Ein Wasserbrunnen, aber es war kein Wasser, seine Essenz war Licht, aber nicht das Licht, das wir kennen. Denn es hatte Ringe, es spritzte wie Feuer, flammenartig, aber es brannte nicht. Schau, Herr Muzun, was ich Ihnen sage, wir müssen wirklich in dieser Position sein, um es vollständig zu verstehen. Das sind keine Ausdrücke, die wir beschreiben können, ich benutze nur Analogien. Es ist wie ein Zustand. Es war ein sehr seltsames Gefühl. Es war wirklich interessant, als ich schaute, also jetzt, wo ich meinen Kopf hebe, war es genau dieses gleiche Gefühl. Zuerst war ich überrascht, ich schaute und sah, dass es kein Ende hatte. Egal, wie lange ich schaute, es gab kein Ende. Hattest du jetzt einen Körper? Hattest du eine Form? Nur der Teil, wo ich sagte, ich hatte meine Hand darauf, da konnte ich ein kleines bisschen fühlen. Aber trotzdem war es kein Körper im üblichen Sinne. Weil ich wissen will, ob dieses Heben deines Kopfes dein Gefühl war oder nicht, war es real? Schau, jetzt, wo ich meinen Kopf hebe, ich kann die Form meines Gesichts und so nicht sehen. Ich bewege nur meinen Blick umher, ich schaute und sah, dass es kein Ende gab. Natürlich stand ich ein bisschen weiter weg, dann ging ich näher ran. Ich meine, ich war vielleicht 3 oder 4 Meter entfernt, als ich schaute und dachte, wow, was für eine Sache. Ich kam näher und sah, dass es ein durchsichtiges Aussehen hatte, aber nicht völlig transparent. In dem Sinne, dass es wie diese Milchglasfenster war, durch die man hindurchsehen kann, aber keine Details erkennt. Zum Beispiel, wenn Herr Muzun dort steht, kann ich sein Gesicht sehen. Ich kann seinen Körper sehen, ich kann sein Gesicht sehen, aber ich kann keine feineren Details sehen, wie zum Beispiel, was auf seiner Stirn ist, aber ich kann ihn trotzdem sehen. Ich meine, wenn er spricht, kann ich deutlich sein Gesicht und alles sehen, aber es gibt einfach nicht viele Details. Als ich näher kam, sah ich, wie viele Menschen in dieser Säule versammelt waren. Es war, als ob die Menge nach und nach vorne kam, um mich zu empfangen. Sie begrüßten mich und bewegten sich dann in das Innere dieser Säule, und andere kamen nach. Es ist so, stell dir vor, ich gebe einen Vergleich, als ob 1000 Menschen dort warten, und du stehst, und diese Menge von 1000 Menschen kommt auf dich zu, um dir zu gratulieren und dann vorbeizugehen. Aber sie kamen, gratulierten mir, begrüßten mich, dann bewegten sie sich nach oben, und die nächste Gruppe kam an. Wen haben sie beglückwünscht? Sie haben mich willkommen geheißen und Freude gezeigt. Weil du gekommen bist? Ja, weil ich gekommen bin, haben sie viel Freude und Glück ausgedrückt. Und wer waren sie? Nun, einige von ihnen kannte ich gut, weil ich mit ihnen während meines Lebens zusammen war. Sie waren frühere Bekannte.
Ja, zum Beispiel 2 meiner Schwestern, die verstorben sind, und meine Freunde, die als Märtyrer gefallen sind. Möge Gott sie segnen. Möge Gott deinen Verstorbenen lieben gnädig sein. Ja, ich kannte sie. Aber das Seltsamere war, dass ich dort Menschen erkannte, die ich jetzt überhaupt nicht kenne, aber dort kannte ich sie komplett. Wie zum Beispiel wen? Wie meinen 53. Vorfahren väterlicherseits. Deinen 53. Vorfahren väterlicherseits? Ja, genau so, wie ich es dir jetzt erzähle, so kam es mir in den Sinn. Zum Beispiel meinen 33. Vorfahren mütterlicherseits, meinen 86. Vorfahren väterlicherseits. Du kanntest sogar ihre Reihenfolge? Ja, ich kannte sie genau. So, wie du jetzt zwischen deinem Vater und Großvater unterscheiden kannst. Das ist mein Vater, das ist mein Großvater. Wenn dein Urgroßvater jetzt zum Beispiel leben würde, würdest du genauso zwischen deinem Vater, Großvater und Urgroßvater unterscheiden. Vielleicht würdest du ihre genauen Reihen nicht zählen, wie 5., 6. oder 7., aber das Gefühl, das ich hatte, als ich dort eintrat, war so. Als sie nach vorne kamen, fühlte es sich an, als würde ich sie alle kennen. Ohne Überraschung? Ohne Überraschung. Es war, als würde ich gerade jetzt meinen Freund sehen. Wie meine 2 Schwestern. Mit all den Informationen, die du über sie wissen musst? Alles, was du dir vorstellen kannst, und diese Nähe und Vertrautheit, wie wenn 2 Freunde sich treffen. Willkommen, du hast es großartig gemacht, hierher zu kommen. Wo warst du? Hab dich lange nicht gesehen. Genau so. Ich hatte sie nie zuvor gesehen, wie hätte ich meinen 53. Vorfahren väterlicherseits je sehen sollen? Jetzt bist du überrascht, aber dort warst du nicht überrascht? Nein, dort nicht, und es fühlte sich wirklich gut an, bekannte Gesichter zu treffen. Ah ja, die Freude, bekannte Gesichter zu treffen, war dort vorhanden. رواق منظر چشم من آشیانه توست. کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست. دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد، که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست. Dann kamen sie alle, beglückwünschten und hießen mich willkommen. Und ich fühlte, dass, wenn ich in diesen Kreis eintreten würde, also wenn ich hineingehen würde, ich auch aufsteigen würde, und ich war sehr glücklich. Ich beschloss, zu gehen. Ich bewegte mich, als ob ich mit meiner Hand etwas zur Seite schieben wollte, wie wenn man einen Vorhang beiseite schieben will oder Wasser mit der Hand teilt. Es war so etwas Ähnliches. Ich näherte mich, um meine Hand hineinzulegen, ich kam nahe daran, meine Hand hineinzulegen, um einzutreten. Plötzlich wurde ich von hinten zurückgezogen. Und wenn du deine Hand hineingelegt hättest, wärst du gegangen? Ja, das war mein Gefühl, das fühlte ich dort. Ich ging mit dieser Absicht. So wie alle anderen gegangen sind? Ja, ich dachte, lass mich auch gehen. Wenn ich in diesen Strom eintrete, würde ich auch aufsteigen. Warum wolltest du das tun? Nun, warum nicht? War es sehr angenehm? Ja, alles war unglaublich, absolut unglaublich. Woher wusstest du, dass es angenehm war? Haben diejenigen, die hinaufgingen, Anzeichen von Freude gezeigt? Dieses Gefühl, wie du es vorhin gefragt hast, im ersten Teil, als die Seele den Körper verließ, wie fühlte es sich an? Ich sagte, ich habe nichts gefühlt. Aber hier war alles Freude, reine Freude. Normalerweise denken wir bei einer Höhle an Dunkelheit. Nein, es gibt einen Vers im Koran in der Sure Al-Kahf, der sagt, suche Zuflucht in der Höhle, dein Herr wird dich mit seiner Barmherzigkeit überschütten und dir Leichtigkeit in deiner Situation bereiten, betritt die Höhle, wo Gott für dich seine Barmherzigkeit bereiten wird. Es geht um die Gefährten der Höhle. Sure Al-Kahf, es ist ein sehr schöner Vers, ich liebe diesen Vers wirklich.
Liebst du ihn, weil du seine Bedeutung erfahren hast? Ja, ja, es ist wirklich wunderbar. Weil Gott gnädig zu mir war, und ich habe eine enge Beziehung zum Koran, die es mir ermöglicht, mich mit ihm zu verbinden. Und, nun ja, ich bin ein Koranrezitator, meine Arbeit ist im Bereich des Korans. Gott sei gepriesen. Ja, es ist ein Segen von Gott. Was ich sage, ist in Anerkennung der Segnungen Gottes, nicht aus Stolz oder Prahlerei. Der letzte Moment ist das, was zählt, und ich hoffe, so Gott will, dass wir diese Reise sicher abschließen können. So Gott will, für uns alle. So Gott will. Ich wollte gehen, und plötzlich spürte ich, wie mich jemand von hinten zog. Die beste Analogie, die mir einfällt, um das Ziehen von hinten zu beschreiben, ist diese. Stell dir vor, ein Seil ist um deine Taille oder deinen Gürtel gebunden, und du gehst einfach deinen Tätigkeiten nach. Du merkst überhaupt nicht, dass da ein Seil ist, das dich nicht stört, einfach nur von hinten um dich gebunden ist. Dann plötzlich zieht jemand am Seil. Wie beugst du dich dann in der Taille nach vorne? Hat es dir nicht leid getan, dass das passiert ist? Nein, aber ich wurde plötzlich gezogen. Ich wurde gezogen und sah das Krankenhausbett. Schock, ich kam zurück. Ich hörte die Stimme der Krankenschwester. Die Krankenschwester sagte, er ist zurück. Hast du die Augen geöffnet? Ja, meine Augen öffneten sich, und ich sah sie über mir. Ich hörte die Krankenschwester sagen, er ist zurück, um ehrlich zu sein, es gefiel mir nicht. Ich wollte zurück, ich wollte dorthin zurück. Warst du verärgert? Nein, ich war nicht verärgert. Es fühlte sich an, als hätte ich etwas verloren. Nun, okay, aber warum? Ich wollte zurück, es gefiel mir nicht. Also bin ich zurückgegangen. Aber als ich zurückging, war es nicht in einer Höhle, es war in derselben Wüste, auf demselben grünen Feld. Also, diese Rückkehr hierher, die im Krankenhaus endete, hat vielleicht 1 oder 2 Sekunden gedauert. Ja, ja, sehr wenig, sehr wenig. Ich meine, in dem Moment, als ich meine Augen öffnete, sagten sie, er ist zurück, und es gefiel mir nicht, also ging ich wieder zurück. Du hast das Wort zurück gehört und bist gegangen. Ja, ich ging zurück, ich ging dorthin zurück, ich kehrte zu diesem Feld zurück. Hier passierte ein sehr wichtiges Ereignis, das ich wirklich erwähnen und betonen möchte. Denn bis zu diesem Punkt, den ich gesagt habe, und jetzt gibt es einen weiteren Teil, den ich fortsetzen werde, könnte vielen Leuten in den Sinn kommen, dass dies, angesichts deines beruflichen Hintergrunds, deiner Aktivitäten, zum Beispiel als Bergsteiger und anderer Dinge, alles eine Rekonstruktion sein könnte, die im menschlichen Geist stattfindet. Und es ist völlig korrekt, wenn jemand so denkt. Schließlich haben wir alle Einflüsse aus dem, was wir gelernt und erfahren haben, die sich in unserem Geist widerspiegeln. Du siehst meinen Großvater nie in deinen Träumen. Wenn du jemanden siehst, siehst du deinen eigenen Großvater und ich auch, warum? Weil ich den Raum meines Vaters, Großvaters und meiner Familie kenne und du auch. Es sei denn, es tritt eine Ausnahme auf, bei der ich jemanden sehe, der in deinem Bereich der Anerkennung ist, den ich aber nicht kenne. Und dann gebe ich Hinweise, damit du es bestätigen kannst. Dann sage ich, dass etwas anderes passiert. Übrigens kam mir hier eine Frage in den Sinn. Die Menschen, die du um den Lichtbrunnen gesehen hast. Sie waren im Lichtbrunnen. Hast du dort nur Verwandte und Familienmitglieder gesehen? Oder gab es auch unbekannte Personen oder Individuen, die du noch nie gesehen hattest? Gab es zudem Verwandte, die du nicht kanntest? Ja, ja, ja. Also waren die Menschen, die im Wachleben Fremde waren, dort vertraut? Ja, ja, ja. Ich erwähnte Freunde, Menschen, von denen ich sage, es waren Personen,
deren Namen ich jetzt wirklich nicht mehr erinnern kann. Ich meine, ich weiß nicht einmal, in welcher historischen Epoche diese Person lebte und starb. Hatten sie irgendeine familiäre oder freundschaftliche Verbindung zu dir? Nein, aber wir waren dort zusammen. Es fühlte sich an, als wären wir vertraut, um es am besten zu sagen, wir kannten uns. Wie sahen sie aus? Waren sie bekleidet? Waren sie aus Licht? Waren sie Auren? Sie hatten eine Art Heiligenscheinpräsenz, weißt du, es gab nicht viel Farbunterscheidung, aber sie hatten eine Form. Es ist keine gute Beschreibung, wenn ich sage, dass sie wie Geister aussahen, sie waren wirklich keine Geister. Ging es mehr um Bedeutung als um Bild? Ja, aber nein, sie hatten auch ein Bild, sie hatten Gesichter, aber ich sage, es gab nicht viele Details. Weil ich ihre Formen nur von hinten sehen konnte, ich meine, ihre Größe und Statur waren vorhanden, aber es gab keine Details, wie ihre Augenfarbe oder wie ihre Augenbrauen aussahen. Sie hatten Haare, aber ich habe diese Details nicht gesehen, ich sah ihre Form vollständig. Ja. Dieser Punkt, den ich erwähnt habe, ist etwas, das ich sagen möchte, und dieser Teil ist mir sehr wichtig, weil ich nicht möchte, dass es mit diesen Rekonstruktionen verwechselt wird, die mit diesem zweiten Teil zusammenhängen, als ich zurückgekehrt bin. Im zweiten Teil, als ich zu dieser Wüste und diesem Feld zurückkehrte, nein, nicht Wüste, ein Feld, kam ich zurück und sah ein Pferd. Dieses Pferd war unglaublich schön, außergewöhnlich schön. Dann hatte es 2 Flügel, stell dir vor, es hob seine Flügel und faltete sie. Du konntest dann jede einzelne Feder zählen. Es sah aus wie die Miniaturen von Herrn Farschian. Es hatte eine Mähne, einen Hals von solcher Größe, und es war sehr majestätisch, weiß. Warum hast du gesagt, es sei wie die Werke von Herrn Farschian? Hattest du das vorher bedacht? Nein, dieser Gedanke kam mir später, ich hatte das nicht wirklich im Kopf. Ich war nicht so genau bei dieser Geschichte, jetzt nehme ich das Beispiel von Herrn Farschians Werken. Oder jede Miniatur. Nun, mein Schwerpunkt lag darauf, dass es wie Herr Farschian oder Miniaturen ist, weil in Miniaturen, wie du weißt, Präzision sehr wichtig ist. Man muss jedes Detail zeichnen, selbst ein einzelnes Haar muss genau gezeichnet werden. Es hat seinen Charakter. Ja, das ist sehr wichtig, man muss sich darauf konzentrieren. Dieses Pferd, all seine Details waren für mich greifbar und verständlich. Ja, zum Beispiel seine Mähne, die Mähne, von der ich spreche, stell sie dir vor. Zum Beispiel ist die Mähne ziemlich dick, ein Bündel von Mähnensträhnen, ein Haufen Haarsträhnen, die dort sind. Dann könntest du jede einzelne benennen, diese, jede von ihnen. Ich sage, mit diesen Details war es etwas sehr Schönes. Dann kam ich und streichelte es. Tatsächlich war der Hals des Pferdes wirklich gut, sehr schön. Dann drehte es den Kopf so, als ob es mich streicheln würde. Es fühlte sich wirklich gut an, ich kam und legte meine Hand um die Mähne. Ich wollte mich hochziehen und auf dieses Pferd springen, um es zu reiten. Und hattest du das Gefühl, du könntest es? Würde es dich lassen? Ja, es fühlte sich alles möglich an, das Pferd war dafür gekommen. War es machbar? Ja, ich sage, deswegen war es gekommen. Oh, es war gekommen, um geritten zu werden, richtig? Ja, genau deshalb, als ich dort war, fühlte es sich an, als gehörte dieses Pferd mir. Ich hatte es folgte mir. Es war für dich bestimmt. Ja, genau so, und sobald ich meine Hand um die Mähne legte, um auf das Pferd zu springen, kam plötzlich ein Geräusch wie jemand, der Hey ruft. Dieses Hey, diese Stimme, plötzlich hob das Pferd seinen Kopf, und die Mähne glitt aus meinen Händen. Und es ging weg, es verschwand. Es hob seinen Kopf und ging. Ich kehrte wieder zurück, ich kehrte ins Krankenhaus zurück. Du bist wieder ins Krankenhaus zurückgegangen? Ja, ins Krankenhaus, und es war vorbei. Der Punkt, den ich im zweiten Teil erwähnt habe, war wichtig. Nun, ich hatte diese Erfahrung, und danach wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen. Ich meine, mir ging es besser, ich wurde entlassen, und es war vorbei.
Zu dieser Zeit, möge Gott deine Verstorbenen segnen, mein Vater, möge er in Frieden ruhen, und mein Bruder waren gekommen. Meine Mutter war in Tabriz und konnte nicht kommen, und sie hatten es ihr auch nicht gesagt. Mein Vater und die anderen kamen aus Hamadan, ich war in Teheran, und meine Mutter war in Tabriz. Sie hatten ihr nicht gesagt, dass die Situation so kritisch war, sie war nicht informiert. Sie wusste nichts davon. Sie hatten ihr nur gesagt, dass es Ali nicht gut ging, und das war's. So in etwa, okay, wir gehen hin, und ihm geht's gut, ich meine, sie haben ihr die Details der Situation nicht erzählt, und sie konnte nicht nach Teheran kommen. Sie war in Tabriz, und vielleicht würde sie später kommen. Meine Mutter sagte später, als wir zusammen waren, erwähnte sie das. Ja, an diesem Tag hatte ich einen Traum, wer? Mein Vater, also mein Großvater. Wir nannten den Vater meiner Mutter AK. Oh, also träumte sie von ihrem Vater? Ja, ihrem Vater, sie sagte, ich sah AK in meinem Traum, und er sagte mir, ich solle mir keine Sorgen um Ali Reza machen, ich habe ihn nicht auf das Pferd gelassen, ich habe das Pferd ferngehalten. Das ist das Schlüsselwort oder der Punkt, der diese Geschichte etwas von Illusion und Fantasie unterscheidet. Deine Mutter wusste nichts von deiner Erfahrung und sie erzählte dir das? Nein, nein. Hat sie das gesagt, bevor du deine Erfahrung geteilt hast? Ich hatte das überhaupt nicht erwähnt, ich habe lange nicht darüber gesprochen. Hattest du es auch niemand anderem erzählt? Nachdem dieses Thema aufkam, begann ich allmählich, es zu teilen. Und dieser Unterscheidungspunkt war das, was meine Mutter sagte, ich sah AK in meinem Traum. Er sagte mir, ich solle mir keine Sorgen um Ali Reza machen, ich habe ihn nicht auf das Pferd gelassen und das Pferd ferngehalten, das Pferd ferngehalten ist etwas, das sie in Tabriz nicht wusste. Und ich, der diese Erfahrung hier gemacht hatte, sah, dass dies eine Verbindung ist. Es wurde zu einem Zeugnis. Das ist der Punkt, an dem wir ein wenig darüber sprechen können. Und dies sogar als eine Erfahrung vermitteln können. Welche Auswirkungen hatte dieses Ereignis auf Ihre Sicht des Lebens und Ihre jetzige Existenz? Lassen Sie mich Ihnen sagen, vor diesem Ereignis war ich sehr streng mit meiner Zeit. Ich meine, ich habe versucht, meine Zeit nicht zu verschwenden und war sehr bewusst damit umgegangen. Diese Perspektive, oder besser gesagt, dieses Ereignis, das passiert ist, hat mein Dringlichkeitsgefühl erhöht oder zum Beispiel meinen Opportunismus in Bezug auf die Zeit verstärkt, aber nicht in ihrem Ablauf. Ehrlich gesagt hat sich nicht viel geändert, weil mein Lebensstil schon darauf ausgerichtet war, keine Zeit zu verschwenden. Warum? Weil ich glaube, dass das Leben das größte Geschenk Gottes ist, das uns gegeben wurde. Diese Momente, die wir haben, sollten nicht erlaubt sein, auch nur eine Sekunde zu verschwenden. Welche Auswirkungen hatte es auf Ihre Sicht des Todes? Das Konzept des Todes? Es machte es angenehmer, es ließ mich mehr danach dürsten, ich wurde heimwehkranker. Wonach? Nach der anderen Seite. Die andere Seite. Kann man also sagen, dass Sie den Tod nicht fürchten? Nein, nein. Wenn der Tod ein Mann ist, soll er zu mir kommen. Damit ich ihn fest in meine Arme schließen kann. Ich werde von ihm eine ewige Seele nehmen, und er wird von mir einen bunten Mantel nehmen. Wunderbar. Wenn jemand sich selbst, anderen und den Menschen schadet. Sie schaden den Kreaturen, der Schöpfung, der Existenz, sie sind weder im Reinen mit sich selbst, noch mit ihrem Gott, noch mit der Schöpfung. Sollte diese Person Ihrer Meinung nach auch den Tod nicht fürchten, angesichts ihrer Erfahrung? Nein, das würde ich nicht sagen, denn ich glaube, wir sterben so, wie wir leben, und wir werden nach dem Tod genauso sein. Wenn das Leben, das wir in dieser Welt haben, unter den Bedingungen, die Sie beschrieben haben, bedeutet, dass jemand in Schaden lebt und Leid verursacht, denn Schaden ist nicht immer auf andere gerichtet, der größte Schaden wird uns selbst zugefügt. Man sagt, ein Betrüger lebt in Angst, ein Lügner lebt in Angst, sie leben in ständiger Unruhe. Einer der Sätze, der im Koran in Bezug auf die Freunde Gottes, Awliya Allah, stark betont wird, El-Kafan alihim wal hum yasan. Sie werden weder Angst noch Trauer haben.
Angst, im Sinne von Sorge darüber, was in der Zukunft passieren könnte, werden sie nicht haben. Und Trauer, sie werden keine Trauer über die Vergangenheit empfinden. Nun, wenn jemand sich in seinem Leben so verhält, dass er ängstlich, besorgt und traurig wegen seiner Handlungen ist, wird das andauern. Glauben Sie, dass die Wurzel der Angst im Lügen und Verrat liegt? Ja, absolut. Ich sage das nicht als Klischee, sondern aus Erfahrung, und es ist etwas, das jeder erleben kann. Wenn man lügt, ist man ständig ängstlich, dass die Lüge aufgedeckt wird. Diese Angst ist nicht gut. Sie sagen jedoch, Al-Naid fi alidiku, sei wahrhaftig. Wenn du jemandem Böses wünschst, bist du ständig in einem schlechten Zustand, hoffend, dass ihnen etwas Schlimmes passiert. Diese Person ist nicht in einem guten Zustand. Aber wenn du jemandem Gutes wünschst, hast du eine innere Freude, ein inneres Glück. Wenn du Freude hast, ist es Freude, und wenn du Angst hast, ist es Angst. Hatten Sie eine süßere Erfahrung als diese? Ein tieferes oder süßeres Verständnis von Phänomenen? Nein, das war etwas sehr Besonderes. Einer meiner Wünsche, und ich hoffe, ich lebe lange genug, ist es, eines Tages, jenseits der Erde, vielleicht vom Mars oder von einem anderen Ort, die Welt sehen zu können. Das wäre fantastisch. Da ich mich für Astronomie interessiere, gehe ich oft Sterne beobachten und mache Astrofotografie, ein Teil meiner Arbeit liegt im Bereich der Astronomie. Ich liebe diesen Raum wirklich sehr. Diese Erfahrung geht sogar noch darüber hinaus. Weil man in einen Bereich eintritt, der nicht für jeden zugänglich ist. Es ist eine zutiefst persönliche, einzigartige Erfahrung. Sehr stark. Sie sagen also, dass es noch angenehmer ist, als die gesamte Erde und den Weltraum vom Mars aus zu sehen? Ja, viel mehr. Ich habe viele Aspekte der Natur erlebt. Vom Tauchen unter Wasser bis zum Fliegen in der Luft mit einem Gleitschirm. Ich habe diese Erfahrung gemacht. Ich habe im Dschungel geschlafen, auf Bergen geschlafen, ich habe all das erlebt. Jede dieser Erfahrungen hat ihre eigene Schönheit. Aber wenn ich vergleichen müsste, wäre das Verhältnis vielleicht 1:10. Auf der anderen Seite gibt es völlig andere Dinge. Es gab eine Diskussion über den Zwischenkörper, Barzak, und den materiellen Körper. Die erfahrenen Personen, mit denen wir gesprochen haben, kann ich in 2 allgemeine Gruppen einteilen, basierend auf dieser Erfahrung. Einige von ihnen sagen, dass, als sie ihren Körper verließen, zum Beispiel als sie im Krankenhaus waren, nachdem sie ihren Körper verlassen hatten, sie versuchten, einen Baum zu berühren, oder einen Arzt, und sie sahen, dass ihre Hand wie Glas oder transparent war. Und als sie zum Beispiel den Baum berührten, fühlten sie, als ob ihre Hand Teil des Baumes wurde. Vielleicht aufgrund der Transparenz oder aus einem anderen Grund. Es fühlte sich an, als wäre sie Teil des Baumes, und als sie ihre Hand wegnahmen, spürten sie immer noch dort, wie ein sehr schwaches Glas. Also hatten sie einen Körper, einen Zwischenkörper, Barzak, der nach dem, was sie sagten, eine unvollständige Immaterialität aufwies. Die zweite Gruppe sagt, dass sie keinen Körper hatten, sie konnten ihren eigenen Körper nicht sehen, aber sie waren vollständig präsent und bewusst. Ich war Bewusstsein, ich hatte eine Identität, ich war eine Person, ich war ich selbst. Aber ich war ein Bewusstsein, das alles aus der Umgebung aufnahm. Ich konnte meinen Körper sehen, meine Leiche, die dort lag, sie hatten keinen Körper. Können wir sagen, dass sie nur eine Seele waren? Und dass ihr Zwischenkörper, Barzak, aus welchem Grund auch immer nicht bei ihnen war, oder gibt es einen anderen Grund? Beide hatten einen Körper, aber der eine war sich dessen bewusst, der andere nicht, sie haben es nur unterschiedlich erlebt. Ja, wie wir erwähnt haben, kann der Zwischenkörper, Barzak, da er keine physische Masse hat, durch Wände und Bäume hindurchgehen, er dehnt sich aus. Ja. Das sind Merkmale. Man sagt sogar, er wird eins mit der gesamten Existenz, als ob er mit ihr verschmilzt. Ja, das ist richtig, das sind Eigenschaften des Barzak-Körpers. Aber der eine war sich seiner selbst bewusst, der andere nicht. Zu sagen, eine Gruppe war nur eine Seele, nein. Die Seele lebt im Barzak auch mit dem Körper und trennt sich nicht vom Zwischenkörper, Barzak.
Also ist es nicht korrekt zu sagen, dass manche Menschen einen Barzachkörper hatten und andere nicht. Die menschliche Seele braucht Werkzeuge. Im Moment, wenn sie etwas sehen will, braucht sie definitiv dieses physische Auge, diesen materiellen Sinn. Sie kann durch diesen wahrnehmen und sehen. Das Sehen findet statt. Ja, zum Beispiel, diejenigen, die keine Augen haben, haben keine Wahrnehmung von Farben. Warum? Weil die Seele nicht das Werkzeug hat, durch das sie Farben wahrnehmen sollte. Sie haben eine Seele, sie leben, sie sind menschlich, aber sie nehmen keine Farben wahr. Weil das Werkzeug fehlt, mit dem sie Farben wahrnehmen und unterscheiden sollten. Ja, der Körper hat keine Unabhängigkeit, das heißt, das Wesen und die Identität eines Menschen liegen in der Seele und dem Selbst, Nafs. Der Körper ist wie Kleidung, wie eine Brille. Jemand, der eine Brille braucht, kann ohne sie kein Buch lesen. Aber die Brille liest nicht, die Person liest. Ja. Die Brille ist nur ein Werkzeug, das es ihnen ermöglicht, das Buch zu lesen. Das ist ein sehr gutes Gleichnis. Ja, die menschliche Seele, das Wesen des Menschen, ist die Seele selbst. Diese Körper, ob der Barzachkörper oder der irdische Nasuti-Körper, sind lediglich Werkzeuge, wie Kleidung oder Brillen, durch die man die Welt wahrnimmt. Also, diejenigen, die im Barzach sind und sagen, ich habe gesehen, nun, eine Person sieht durch ihre Augen, aber diese Augen sind Barzachaugen. Und sie sagen, ich habe Geräusche gehört, nun, sie brauchen Ohren, um zu hören. Die menschliche Seele hört Geräusche durch ein Werkzeug, das Ohren genannt wird. Manchmal sind diese Ohren physische, materielle Ohren, die nur bestimmte Geräusche in einem spezifischen Frequenzbereich hören können. Sie können darüber hinaus nichts hören. Ja. Die menschlichen Augen können auch nur innerhalb eines bestimmten Lichtspektrums sehen. Früher, als wir Physik studierten, sagten wir QNZ vom Rot, unterhalb dessen das Auge nicht sehen kann, und vom Violett, oberhalb dessen es auch nicht sehen kann. Es kann nur Licht innerhalb dieses Bereichs wahrnehmen. Es kann weder Infrarot sehen, noch Ultraviolett. Es sieht sie nicht. Dieses physische Auge hat solche Einschränkungen, aber das Barzachauge nicht. Seine Kraft ist tausendfach größer als dieses Auge. Wenn die Seele jedoch sehen soll, wird sie im Barzachbereich durch das Barzachauge sehen. Wenn jemand sagt, ich habe gesehen, dass die Welt so ist, wie hast du es gesehen? Du hattest keine physischen Augen, also wie hast du es gesehen? Ja, diese Sicht war tatsächlich eine Barzachsicht, gesehen mit dem Barzachauge. Also ist es nicht korrekt zu sagen, dass manche Menschen einen Barzachkörper hatten und andere nicht. Deine Erfahrung war sehr angenehm, ich habe sehr aufmerksam zugehört. Bleib gesund. Und ich habe mein Bestes getan, keinen Moment dieser Augenblicke zu verpassen, um mit dir mitzukommen. Aber wir möchten dem Publikum helfen, eine mentale Frage für sich selbst zu lösen. Und zwar, wie real ist es im Vergleich zu Schlaf, Vorstellungskraft und Wachleben? Und das echte Leben, das wir leben, wie real ist es dort drüben? Ist es realer als das Wachleben? Realer als der Schlaf? Realer als die Vorstellungskraft? Also zwischen den 4 Wörtern, Schlaf, Vorstellungskraft, hier und dort, das sind die 4 Wörter, die. Wir stellen es dem Publikum der Sendung immer als eine Multiple-Choice-Frage vor, und diese 4 Kugeln, die du siehst, stehen für diese 4 Wörter, Schlaf, Vorstellungskraft, dort und hier. Du wirst uns helfen, diese Wörter Schritt für Schritt zu ordnen, je nachdem, wie real du sie empfindest, dort, hier, Vorstellungskraft und Schlaf. Schritt für Schritt wirst du uns helfen, sie in Bezug darauf zu ordnen, wie real sie sind. Nun, das ist meine persönliche Erfahrung, oder? Ich muss das aus meiner eigenen Perspektive tun? Ja, es geht um Selbstausdruck, es geht um deine eigene Aussage. Du drückst es aus, und wir sagen, wie es auf Basis deiner persönlichen Erfahrung erscheint. Bitte gib mir einen Marker. Ich werde es ein wenig erklären.
Vielleicht wird diese Erklärung nicht schlecht sein, basierend auf. Danke. Gern geschehen. Die Wahrheit ist? Das ist die unterste Kugel, die du platzierst. Ja, ja. Ja. Ehrlich gesagt, messe ich hier keine große Authentizität bei. Ja. Was wir hier sehen, ist vergänglich, es hat nicht viel Authentizität. Ja. Rumi hat eine Interpretation, er sagt, jene Vorstellungen, die die Heiligen gefangen nehmen, sind Spiegelbilder der Schönheiten des Gartens Gottes, ich werde die Vorstellungskraft an die zweite Position setzen. Ja. Träume, wenn man sie aus beiden Perspektiven betrachtet, können meiner Meinung nach eine Brücke sein. Wenn wir wahrhaftige Träume betrachten, können sie einen Eintritt in das metaphysische Reich bedeuten, ein anderes Reich, das näher an dem liegt, wo wir uns hier befinden. Meinst du mit Träumen den Schlaf? Ja, Schlaf. Was ich verstehe und verstanden habe, würde ich dort nennen. Dort. Dort hat die wahre Authentizität. Bedeutet das, dass deine Erfahrung sagt, dass dort realer ist als alles andere, sogar realer als hier? Realer als alles? Ich sehe hier nicht als sehr real an. Danke. Nun, es ist sehr interessant für mich, dass du hier niedriger als alles andere gesetzt hast. Ich habe noch nicht die Erfahrung gemacht, dass ein Zuschauer sagen würde, dass hier sogar niedriger ist als Schlaf und Vorstellungskraft. Liegt es an der Erfahrung, die du dort hattest, dass du hier unter die Vorstellungskraft und den Schlaf gesetzt hast? Ist der Grund, warum du hier niedriger als Vorstellungskraft und Schlaf setzt, auf die Erfahrung zurückzuführen, die du dort gemacht hast, die dich zu dieser Rangfolge geführt hat? Ja, lass mich ein bisschen erklären, es wird nicht schaden, siehst du, der Punkt ist, dass es vielleicht ein bisschen Widerspruch in dem gibt, was ich sage. Man könnte sagen, du hast hier auf den unteren Rang gesetzt, und doch bist du so an die Zeit gebunden. Ich versuche, alles um mich herum zu nutzen. Ja. Und ich gebe zu und sage, dass ich Gelegenheiten in dieser Welt nicht leichtfertig loslasse. Ich versuche, sie nicht zu verpassen, aber das bedeutet nicht, dass ihr hier Authentizität besitzt. Hier ist nur ein Schritt, ein Weg, wie ein Ort für Erfahrungen und Prüfungen. Aber warum steht die Vorstellungskraft höher? Siehst du, erfolgreiche Menschen und jene, die zum Wachstum der Menschheit beigetragen haben, waren nicht von hier, sie waren von der Vorstellungskraft. In unserer Vorstellung wollten wir den Himmel erreichen, und das führte zu dieser Technologie. Aber wenn es um Träume geht, habe ich sie höher eingestuft. Denn die Vorstellungskraft liegt in meiner Kontrolle, ich kann mir Dinge vorstellen, aber in manchen Träumen, wie es im Leben vieler unserer Denker, Erfinder und Entdecker geschehen ist, sind bestimmte Ereignisse für sie im Bereich der Träume geschehen. Und dieser Bereich der Träume und des Schlafs ist nichts, was ich gestaltet habe, ich finde mich darin wieder. Es ist nicht von Menschen gemacht, es kommt von woanders. Es ist nicht von Menschen gemacht, genau. Deshalb halte ich den Bereich der Träume für höher als die Vorstellungskraft, weil es, wie ich schon sagte, nicht meine Schöpfung ist, es scheint wie eine Brücke zu einem anderen Ort zu sein, vielleicht zu meinem Unbewussten. Jung bezeichnet es beispielsweise als das kollektive Unbewusste, oder welchen Namen es auch in der islamischen Mystik tragen mag. Ich möchte jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, und es gibt keine Zeit. Aber was ich fühle und verstehe, ist dort. All das sind nur Wege, um dorthin zu gelangen. Dort ist der Ort, an dem wir unsere wahre Authentizität finden. Sagst du das basierend auf deiner Erfahrung? Oder basiert es auf deinen Studien? Es basiert auf Studien, daran besteht kein Zweifel. Aber Erfahrung steht über dem Wissen, Erfahrung ist die Mutter des Wissens. Wenn du etwas erlebst, geht es nicht mehr ums Studieren oder Lernen. All die Dinge, die ich gesagt habe, können dir in Form von Wissen vermittelt werden. Aber bis du es erlebst, wirst du nicht verstehen, was ich gesagt habe.
kann ich daraus schließen, dass die Dinge, die du erwähnt hast, eher theoretisch sind, aber das dort war erfahrbar? Ja, genau. Du hast es direkt gefühlt. Jenseits von Schlaf und Träumen ist es tatsächlich Präsenz, ein Erleben. Es war ein Erleben, kein etwas, das du in einem Buch gelesen hast. Nein. Und ich mache keine bloßen Behauptungen. Der Punkt ist, wenn ich diese Welt basierend auf dem erlebt hätte, was ich gelesen hatte, oder was ich wusste, hätte ich andere Dinge sehen sollen, aber ich habe nichts davon gesehen, ich sah etwas völlig anderes. Er zieht den Haken. Die Nacht der Vereinigung ist gekommen, und der Brief der Trennung ist beendet. Frieden ist es bis zum Aufgang der Morgendämmerung. O Herz, sei standhaft in der Liebe, denn auf diesem Pfad bleibt keine Mühe unbelohnt. Und am Ende möge Gottes Frieden und das Licht seiner Güte heller als je zuvor auf euch scheinen. باید برگشت به لحظه های رفته باید رد شد از این پل شکسته از حال بده این بیخبری از این شبای خسته باید برگشت به خنده های سابق باید بالید رو شونه های عاشق باید نفس تردید و گرفت تو آخرین دقایق یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگیشه یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگیشه